Ja, hallo. Heute möchte ich mal ein Video machen mit dem Titel Halluzination. Obwohl man da auch ein Fragezeichen hintermachen muss. War es eine Halluzination oder nicht? Und es ist mir etwas zu schade, dass dieses Erlebnis ganz verloren geht, weil es nicht sozusagen in die geistige Landschaft passt. Und deshalb habe ich mich entschlossen, ich mache es jetzt nochmal. Ich habe es ja schon mehrfach gepostet. Aber eben jetzt nochmal. Es ist etwa, ja, jetzt 12 Jahre her. Und ich habe auf dem Land gewohnt mit meinem jüngsten Sohn zusammen. Der war aber zu einem Familientreffen gefahren an dem Tag. Und meine anderen Kinder waren auch nicht da. Ich war alleine zu Hause. Ich bin vom Beruf Sozialpädagoge und habe zu der Zeit einen Jugendtreff geleitet. Und nach Feierabend, das war Sommer, ein Sommerabend, bin ich also zu Hause gewesen, habe den Kachelofen angemacht und mich an den Ofen gestellt mit dem Rücken. Dann habe ich aus dem Fenster geschaut, aus dem Wohnzimmerfenster, mit Blick auf eine Wiese und auf einen Wald. Und die Wiese war so etwas wie ein Hang, ging steil auf. Also, ich stehe da so angelehnt an dem Kachelofen und sehe dann, es war Abenddämmerung, Autoscheinwerfer den Feldweg entlang kommen. Es handelte sich dabei um einen großen LKW. Ein zeitgenössisches Fahrzeug aus der Zeit, also nichts Nostalgisches und auch nichts Futuristisches, sondern ein ganz normaler großer LKW. Der fuhr auf diesem Feldweg entlang an der Wiese vorbei und machte dann eine Kurve und fuhr auf die Wiese, die so etwas steil anging, auf die Wiese. Dann kam ein Jeep, ein oder zwei Jeeps, Geländewagen, angefahren, fuhren auch auf die Wiese. Und ich schaue so und dachte, was machen die jetzt um diese Zeit? Abenddämmerung, und habe mir auch nichts weiter dabei gedacht und sehe dann, dass etwas abgeladen wird von diesem LKW, Bauteile. Die werden zusammengebaut und als es zusammengebaut war, stand da ein Saurier. Der war also aus mehreren Teilen zusammengebaut. Ein Saurier mit einem langen Hals. Und ich war natürlich erstaunt. Ich muss dazu sagen, ich habe keine Medikamente genommen, keine Drogen genommen, keinen Alkohol getrunken, sondern ich war absolut nüchtern und habe mir da noch nichts weiter bei gedacht und dachte, okay, wahrscheinlich bauen die da sowas auf, eine Kulisse für irgendein und filmen das, und vielleicht ist es von der Gemeinde aus, dass die etwas starten oder ein Projekt für Kinder und Jugendliche. Ja, das habe ich also gesehen, rausgeschaut
und habe mir dann überlegt, ich gehe dorthin und schaue mir das aus der Nähe an. Dann habe ich meinen Hund zu mir gerufen. Ich hatte damals einen Hund, der inzwischen verstorben ist, und bin mit meinem Hund rausgegangen aus dem Haus, einen schmalen Weg zu dem Rasen hin, zu der Wiese hin und dem Wald hin. Und wie wir so auf halber Strecke sind, ist plötzlich alles weg. Sozusagen von einer Sekunde auf die andere ist das. Ich gehe sehenden Auges dorthin und sehe, dass es da ist, da steht, und plötzlich von einer Sekunde auf die andere ist alles weg. Das hat mich natürlich erstaunt. Ich bin dann mit meinem Hund dorthin gegangen an die Wiese und wir haben geschaut, ob es dort Spuren gibt. War so ein schwerer LKW, vielleicht ein 30-Tonner, also richtig großer LKW, müsste ja Spuren hinterlassen. Und auch die Jeeps, Geländewagen müssten eigentlich Spuren hinterlassen. Es war aber nichts zu sehen, keinerlei Spuren. Wir sind noch auf die Wiese gegangen, ich habe da geschaut, auch da, die ja ein bisschen weicher ist, wo also auch die Autospuren tiefer sein müssten, als wenn man jetzt einen Feldweg befährt. Aber nichts, es war absolut nichts zu sehen, so als wäre es nicht da gewesen, hätte es nicht stattgefunden. Dann bin ich mit meinem Hund wieder nach Hause gegangen und habe mich wieder an den Ofen gestellt, an den Kachelofen. Und habe gedacht, was hat das jetzt zu bedeuten, was ist geschehen? Und es war für mich ganz, ganz realistisch geschehen. Und ich bin ja auch mit meinem Hund rausgegangen in das Gelände und wir sind den Weg gegangen zu der Wiese und wir sind auf die Wiese gegangen. Es hat also tatsächlich stattgefunden. Und für mein Auge war es eben das, was ich beschrieben habe. Jetzt habe ich lange darüber nachgedacht, danach, was ist geschehen, wie kann es sein, es kann doch nicht einfach weg sein. Ist es möglich, kann man irgendetwas wie einen Film sozusagen in die Realität projizieren und dieser Film in Anführungsstrichen fügt sich absolut passend, vollkommen ein in die Realität, in das Gegenständliche, was da ist. Was immer es auch sein mag, es fügt sich genau ein. Ja, das war die eine Theorie, die eine These. Die andere war, es war sozusagen Einbildung, Halluzination. Dann frage ich mich, was kann ich mit meinen Augen sehen? Können meine Augen etwas Besonderes sehen, etwas sehen, was andere nicht sehen können? Dass ich das sehe, was aber gar nicht da ist oder plötzlich verschwindet? Oder sind meine Augen manipulierbar, dass man sozusagen in meine Augen etwas projiziert von außen und mir erscheint es als gegenständlich und als Realität? Ist das möglich? Ich habe dann an dem Tag danach verschiedene Zeitungen angeschrieben und Fernsehsender angeschrieben, das geschildert, was ich erlebt habe und auch eben mit der These, es hat eine Bewandtnis. Es geschieht aus einem bestimmten Grund. Ich selber habe es mir so erklärt, dass es eine Message ist, oder es sind verschiedene Botschaften darin enthalten.
Das eine heißt zum Beispiel, glaube nicht alles, was du siehst, halte nicht alles für Realität, was dir als Realität erscheint. Es kann sein, es ist nicht Realität, obwohl es für dein Auge, für deine Wahrnehmung geschieht und existiert. Rechne damit, dass das manchmal nicht zutreffend ist. Das ist die eine Botschaft. Dann die Frage, warum ein Saurier? Und das kann man dann oder müsste man sozusagen aus der Vergangenheit herholen, etwas, was darauf aufbaut oder etwas, was in die Zukunft weist, was sein wird. Der Punkt bei diesem Saurier war, dass er zusammengebaut wurde aus verschiedenen Elementen, dass er sich bewegte wie ferngesteuert zunächst und dass er plötzlich sich sozusagen verwandelte in ein tatsächlich lebendes Wesen. Also die Bewegungen, die erst ein bisschen abgehackt waren, waren plötzlich ganz, ganz geschmeidig und weich, der Saurier, so in seinen Bewegungen. Parallel dazu war ein Jeep die Wiese noch ein Stück höher gefahren, an die Baumgrenze, Waldgrenze, und der Fahrer ist hineingegangen in den Wald und ist in eine Baumspitze geklettert. Er ist einen Baum hoch geklettert und kam mit diesem Baum, eine Fichte nehme ich mal an, war es Fichtenwald im Schwarzwald, kam mit dem Baum aus der Baumgruppe heraus. Das heißt, es war gar kein richtiger Baum, auf dem er saß, sondern der Baum war eine Art Roboter, getarnt als Baum. Und er kam also mit diesem Baum daraus, war da rausgekommen. So, was hat das Ganze zu bedeuten? Was soll das? Ich würde mal sagen, wir müssen damit rechnen, dass nicht alles so ist, wie es uns erscheint. Wir müssen damit rechnen, dass wir immer neue Erkenntnisse haben, was unsere Existenz betrifft und auch unser Dasein betrifft, unsere Welt betrifft. Davon müssen wir ausgehen. Ja. Und das ist natürlich hochspannend, weil man wird, wenn man anderen davon erzählt, für krank gehalten. Ich habe es auch meinem Hausarzt ein paar Wochen später mal erzählt, bei dem ich war. Ich war damals schon 60, kurz vor 60, 58, 59 Jahre alt, und der machte ab dem Zeitpunkt sozusagen einen großen Bogen um mich. Hatte mich weiter verwiesen an eine Neurologin und ich war da und habe 2-, 3-mal bin ich da gewesen, habe mit ihr darüber gesprochen und was so geschehen ist. Aber es hat nichts gebracht sozusagen. Kein Befund und auch keine Auflösung dessen. Es ist aber, wenn man so etwas erlebt, schwierig, es zu vermitteln an andere, obwohl es vermutlich alle betrifft, die ganze Welt betrifft, die Menschheit betrifft. Und ich war der es erlebt hat, mein Hund und ich. Auf jeden Fall hat es sich aufgelöst. Und da blieb für mich eben die Frage, war das jetzt eine Erscheinung, eine Projektion, oder ist mein Auge manipulierbar? Dass mein Auge, dieses Organ, was man so fühlen kann, in Wahrheit
eine Art Roboter ist. Oder meine beiden Augen, die programmiert werden können. Kann meinen Augen etwas programmiert werden, dass meine Augen das an mich weitersenden, an mein Gehirn, als wäre es eine Realität, etwas, was tatsächlich geschieht und existiert. Ja, hochspannend. Das ist jetzt 10, 12 Jahre her. Es war nur ein einziges Mal geschehen, also es gab keine Wiederholung, nichts Erneutes davon. Und ich wollte es jetzt nochmal posten als Video, damit es nicht verloren geht. Also und ich würde mal sagen, es geht etwas vor sich, davon haben wir keine Ahnung, weil wir gar nicht so tief tauchen, in Anführungsstrichen, sondern wir sind daran gewöhnt, dass wir auf einer relativen Oberfläche uns bewegen, und zwar nach dem Modus produzieren, konsumieren. Und wir jagen alle dem Glücksgefühl nach und haben mehr oder weniger verinnerlicht die Illusion, je mehr wir konsumieren, desto glücklicher werden wir sein. Oder dass unser Glücksgefühl davon abhängig ist, wie viel wir konsumieren können. In diesem Modus bewegen wir uns, so werden wir erzogen, so arbeiten die meisten mit dem Ziel, ein Monatsgehalt zu bekommen und dann kann man sich wieder etwas kaufen. Aber wir tauchen nicht tief ein in die Existenz an sich und beschäftigen uns geistig mit dem, was geschieht eigentlich mit uns und was heißt dieses unsere Welt. Was ist das? Was macht sie? Was ist das für ein Leben? Welchen Sinn hat das? Das sind ja alles hochinteressante Fragen. Ich lasse dies jetzt mal so stehen und bin auch nicht weitergekommen mit der Entscheidung. Es war tatsächlich außerhalb geschehen von meinem Auge, von meinen Augen, oder war es innerhalb meiner Augen. Aber ich habe eben für mich als Beweis die Situation gehabt, dass ich mit meinem Hund dorthin gegangen bin und mein Hund war auch aufgeregt und hat auch aufgeregt dort geschnuppert an der Wiese, so dass ich wusste, er hat es auch mitbekommen, gesehen, ja, und dann haben wir zusammen da gesucht. Es würde mich mal interessieren, wenn jemand etwas dazu sagen kann oder etwas Vergleichbares erlebt hat. Ja, okay, und jetzt mache ich Schluss, weil das jetzt auch ein spontan Video ist und ich jetzt auch nicht immer so abgehackt etwas bringen will. Aber es soll nicht verloren gehen, dieses Erlebnis, sondern für mich hat es tatsächlich stattgefunden. Ja, und ich würde immer darauf schwören, dass es so ist, wie ich es gesagt habe. Okay, und ciao. Und ich bin mal gespannt, was ihr für Ideen habt, was das sein könnte oder ob ihr etwas Vergleichbares erlebt habt. Ich mache dann später nochmal ein Video von einer Begegnung. Da möchte ich aber jetzt nichts weiter zu sagen, sondern ich lasse dies jetzt hierbei und mache jetzt hieraus ein Video. Also, Shalom, ich wünsche einen schönen Tag. Okay und ciao.